Aber wie kann die aussehen? Darüber möchte ich sprechen mit Philippa Vögeding. Denn ja, Philippa, die FDP will das Bürgergeld kürzen. Wir haben gerade schon sehr klare Töne von der SPD gehört. Auch die Grünen, würden die da überhaupt mitmachen? Ja, liebe Nele, ich möchte fast sagen, täglich grüßt das Murmeltier, denn im Grunde geht es hier ja wieder um den Haushalt. Die Uhr tickt, der Finanzminister muss eine lückenlose Planung, einen lückenlosen Entwurf vorlegen. Und so gesehen ist dieser Entwurf vor allem taktisch. Denn letzte Woche noch war es so, dass die FDP gefordert hat, dass die Ampelpartner, also SPD und Grüne, hervortreten mit Sparvorschlägen. Die haben die Verantwortung aber so gar nicht bei sich gesehen. Die SPD sieht den Finanzminister in der Verantwortung für Lösungen und die Grünen, die wollen, dass der Kanzler ein Machtwort spricht, sind da also so ein bisschen zurückhaltender. Aber diese Forderung jetzt, die ist natürlich sehr provokant und das könnte ja dann auch die Wahrscheinlichkeit dafür erhöhen, dass die Koalitionspartner SPD und Grüne doch mit eigenen Sparvorschlägen hervortreten, um möglichst das eigene Prestigeprojekt Bürgergeld nicht mehr anfassen, nicht mehr reformieren zu müssen. Es ist auf der anderen Seite aber natürlich auch eine wahltaktische Forderung, denn die FDP weiß, die Bürger sind unzufrieden mit dem Bürgergeld, vor allem das Verhältnis vom Anstieg des Bürgergeldes über die letzten Jahre im Vergleich zu den Löhnen. Das ist sehr unverhältnismäßig und das macht man sich jetzt kurz vor den Wahlen im Osten zunutze. Die FDP hat aus den Europawahlen gelernt. Sie wissen, sie müssen zurückkehren zum Parteikern hin zu einer liberalen, wirtschaftsfreundlichen Politik, zu einer Politik für die in Anführungszeichen fleißigen Bürger. Ich glaube aber auch, dass die Koalitionspartner diese Taktik durchschauen. Dementsprechend halte ich es für eher unwahrscheinlich, dass diese Forderung so auf diese Art und Weise durchgehen wird mit den Ampelpartnern, zumal es am Ende so ist, dass damals bei dieser Erhöhung dieses Bürgergeldes auch festgehalten wurde, dass eine Rücknahme der Erhöhung ausgeschlossen ist. Also hier könnte am Ende dann auch noch mal auf die FDP eine rechtliche Hürde zukommen. Also die Diskussionen gehen weiter, etwas, was man in der Bevölkerung natürlich ungern sieht. Danke dir, Philippa.